Wenn wir das nicht erkennen, dass auf einer Art sich irgendwas befreien will, also der Mind kommt mit einer Idee und will sich befreien von dem, also ich will irgendwie mich verändern. Aber du kannst noch so in die Welt auswandern, die Prägung nimmst du wie so mit, bis du tatsächlich hinschaust, dass da irgendwas ist, wo du interessanterweise als dein Zuhause nimmst, obwohl es dir nicht gut tut. Also du hast eine Prägung übernommen, die dir, man könnte sagen, schadet in deiner Entwicklung als Mensch oder was du eigentlich in dir hast, aber sie fühlt sich so an, als wäre es dein Zuhause. Also man könnte sagen, man geht in eine Richtung mit einem Gummiband und irgendwann gehst du zu weit und das Gummiband zieht dich eigentlich wie wieder zurück. Das ist gut, ja. Das stimmt, ja. Und so kommt man sich oft vor und das machst du ein paar Mal. Du versuchst dich zu verändern und diese energetische Struktur zieht dich zurück oder so, bis du schön wieder da bist. Vielleicht schon ein bisschen anders, als deine Eltern oder die Gesellschaft dir vorgegeben hat, aber es gibt keinen Freilauf, dass du dich ändern kannst, weil du wirst schön immer wieder zurückgezogen. Und wenn wir da wirklich hingucken und das merken, da ist in mir was, wo das als Zuhause empfindet. Und egal, was ich für eine tolle Idee habe, um mich zu verändern, ich komme da nicht weiter. Ich komme nicht weiter, weil ich werde immer wieder zurückgezogen. Es passiert immer wieder dasselbe in meinem Leben, mit Menschen, mit Freunden, mit Liebesbeziehungen, im Beruflichen, mit Geld. Dann ist vielleicht die Zeit, dass du das hörst, was wir dir jetzt sagen. Was wir entdeckt haben, ist, dass es nicht an unserer Intelligenz oder an uns liegt, dass wir das nicht schaffen oder wir müssen uns mehr anstrengen, sondern es liegt an was, wo wir eigentlich wie so übersehen. Wir müssen zuerst in den Nullpunkt kommen. Und in diesem Nullpunkt, eigentlich in dieser energetischen Leere, könnte man so sagen, hat es keinen Zug. Es hat keinen Zug auf uns. Also das Alte hat wie keinen Zugriff. Umso mehr wir in diesen Nullpunkt kommen, und der Nullpunkt kann erreicht werden, indem wir zum Beispiel ins Jetzt kommen, also wirklich hierhin kommen, wirklich hören, spüren, sehen, die ganzen Sinneswahrnehmungen, die helfen uns, in diesen Nullpunkt zu kommen. Und dieser Nullpunkt, eigentlich nur in diesem Nullpunkt oder in dieser Stille ist tatsächliche Veränderung möglich. Also Veränderung, die über das hinausgeht, wo das Gummiband dich sonst immer wieder zurückzieht. Und das sind oft kleine Steps, die wir nur machen können, bis der alte Grip wiederkommt. Aber wir haben diesen kleinen Step in Freiheit gemacht. Ja, und ich finde auch einen ganz wichtigen Punkt, dass wir das erkennen oder dass du das erkennst, wenn du das bis jetzt zugehört hast, zu merken, dass dieses Zuhausegefühl, dass das wichtig ist. Also du kannst diesen Nullpunkt erst erreichen, wenn du merkst, dass das alte Gefühl oder dass das, was dich immer zurückzieht in den Misserfolg, dass das ein Zuhausegefühl ist, dass das ein Gefühl ist, was dich geprägt hat und was du vielleicht gebraucht hast, gelernt hast, dir angeeignet hast, wie auch immer. Aber ohne dieses Erkennen kommst du nicht in den Nullpunkt. Also du brauchst wie so eine Connection zu diesem Gefühl. Also du brauchst eine Connection zu diesem Scheitern, zu diesem, was dir nicht gelingt, zu diesem Gefühl, was dir vielleicht auch nicht so gut tut, aber trotzdem irgendwie energetisch dein Zuhause ist. Dass du es wie als, okay, das ist mein Zuhause und irgendwie ist unbewusst in mir eine Sehnsucht danach. Deshalb ist auch der Widerstand zu dem, Genau. ist wie als würdest du dein Zuhause verneinen. Genau. Deshalb ist so eine Anstrengung, davon wegzukommen, ist eigentlich völlig kontraproduktiv, weil es zieht dich dann wie noch mehr. Ja. Ne? Und das alles zu erkennen, ist eigentlich so entscheidend bei dem. Irgendwas zieht dich dahin und das anzuerkennen, da ist was, wo sich das irgendwie als Zuhause anfühlt. Und da einfach mal kurz innezuhalten und das wie so wertzuschätzen, dass du in deinem Leben dieses Surrounding
als Prägung vielleicht aufgenommen hast und du auch nichts dafür konntest. Ja, und dass dein Innerstes, irgendwas in dir hält das für wertvoll, Ja. hält das für wichtig und hält das für dein Zuhause. Und solange das in dir das für dein Zuhause hält, hast du gar keine Chance. Ja. Also wenn du das nicht merkst, dass irgendwas in dir diesen Punkt als Zuhause sieht, hast du keine Chance. Wenn du anfängst, das zu merken, ach, das ist die alte Prägung, das ist mein altes Zuhause, das ist das, was mich immer wieder zurückzieht, erst dann hast du die Wird Chance. weicher, ne? Das wird Ja. wie weicher. Das hört sich jetzt vielleicht mega hart an für dich, weil da ist ja eine riesen Anstrengung vom Mind, sich zu verändern. Ja. Aber vielleicht hast du es auch erkannt, dass du in manchen Arten einfach nicht geschafft hast, dich zu verändern. Und deshalb ist der Punkt eigentlich dann so wichtig, wirklich zurückzugehen und diese Prägung wie so anzuerkennen und zu merken, irgendwas in mir fühlt sich mit dem zu Hause, mit dem wenig Geld, mit den komischen Freunden, mit der komischen Liebesbeziehung, mit vielleicht meiner Aggressivität oder meiner Depressivität. Irgendwie fühlt man sich in dem zu Hause. Und wenn du das erkennst, bist du schon mehr als das. Ja. Du hast schon mehr Raum, mehr Weite reingebracht in was. Das ist so wertvoll. Das ist mega. Das ist eigentlich der erste Schritt in den Nullpunkt. Also du brauchst eigentlich dieses Anerkennen, dieses Fühlen von dieser Energie oder von diesem Körpergefühl, bevor du eigentlich hierher kommen kannst und Ja. merken kannst, okay, jetzt ist es nicht mehr. Also jetzt bin ich hier vielleicht auf meiner Couch oder in meinem Garten und das ist nur ein altes Gefühl, was mich immer zurückzieht. Und es ist schön, dass es mal wieder vorbeigekommen ist, aber jetzt kann ich gucken, jetzt kann ich einfach hierher kommen. Wir müssen halt auch die Schuld da rausnehmen. Wir fühlen uns Ja. oft so schuldig, dass wir so sind. Und diese ganze Anstrengung, uns zu verändern, die Schuld, das ist alles dieser energetische Grip, der uns da wieder so zurückzieht. Und das anzuerkennen und einfach dieses Gefühl mal zuzulassen, dass sich das gar nicht so schlecht anfühlt, wie man es meint. Oder wie man immer denkt. Ja, ne? wie man irgendwie denkt. Also der Widerstand macht es Ja. eigentlich schlimmer. Da hat man immer das Gefühl, das ist ein schreckliches Gefühl. Aber wenn du es wirklich zulässt und anerkennst, Ja. dann fühlt sich das gar nicht mehr so schlimm an. Ja. Ja. Und was passiert dann? Es kommt einfach ein bisschen Frieden da rein. Einfach ein bisschen Stille. Der Kampf hört auf. Der Kampf hört auf. Und das ist der erste Schritt, dass du das energetische Ziehen löst. Du löst das, da passiert genetisch was, das passiert auf Zellebene, passiert was, da verändert sich was. Du haust die ganzen Zellstrukturen von deiner ganzen Familie und der Gesellschaft weg. Dieses Anerkennen von dem macht dich größer, weiter und lässt dich ausruhen in deinem Sein. Und in dem, was du bist, deine Natur, ist eine Freiheit da, sich in alle Richtungen zu verändern. Und es gibt einen Ort, wo du frisch und neu entscheiden kannst, welche Schritte du gehst, ohne diese energetischen Rückzug, also dieses Rückziehen von dir. Und das ist was, wo erforscht werden muss, wo du aber auch nicht so schnell gehen kannst. Also du musst dir wie Zeit geben. Ja, ne? Ja, wie weit kann ich gehen, ohne dass der Gummi mich zurückholt? Ja. Wie weit kann ich gehen? Und du wirst merken, wenn du anfängst, kleine Schritte zu machen. Zum einen, du hast die Energie dafür. Wenn du dich ausruhst wenn der Kampf aufhört gegen dieses alte Gefühl, hast du mehr Energie. Nicht viel mehr, aber du hast mehr Energie. Und die reicht, um wieder einen Schritt zu gehen. Und den Schritt gehst du und dann merkst du plötzlich, das Gummiband zieht mich noch nicht zurück. Dann gehst du wieder ein. Vielleicht zieht es immer noch nicht. Irgendwann zieht es dich vielleicht. Und dann fängst du wieder von da aus an. Aber du weitest eigentlich das wie so
aus, also du weitest den Radius aus und gehst immer ein Stückchen weiter. Und dann wirst du merken, dass das dein Zuhause wird. Also jeder Schritt, den du dir erobert hast, der ist dein neues Zuhause. Du schaffst dir eigentlich dein neues Zuhause. Ja. Ne? Mit jedem Schritt, den du in Freiheit gehst und nicht um aus der alten Prägung rauszugehen, sondern in Freiheit zu gehen. Du kannst dir dein neues Zuhause erschaffen. Ja. Aber es geht nicht, wenn wir die Prägungen nicht anerkennen, die da sind, die uns eigentlich bis hierhin gebracht haben. Ja, dass wir wirklich mal sitzen und merken, all die schlechten Eigenschaften, die guten Eigenschaften, alles, was ich so angesammelt habe, das ist eigentlich energetisch mein Zuhause. Und du kannst nichts von dem verraten. Nichts kannst du verdecken oder irgendwie wegdrängen. Es muss alles sich hier und jetzt durch diesen Frieden auflösen. Du merkst, wenn du damit sitzt, dass es sich körperlich, energetisch freier anfühlt. Und mit jedem Mal, wo du das machst, kannst du einen neuen Schritt gehen, einen neuen Schritt in Freiheit. Und wie Pratibha es so schön gesagt hat, du erschaffst dir dein Zuhause. Mit jedem Schritt. Ja. Und du holst dir deine Kraft zurück, deine Energie zurück, deine Leichtigkeit. Das alles hat in dem Platz, das wird immer mehr von dem, wenn du von hier aus gehst, also von diesem Punkt, der dich zurückgezogen hat. Ja. Mega schön. Und wenn dir das gefallen hat, was wir sharen und teilen, dann lass einen Daumen hoch oder mach ein Abo mit unserem Kanal. Und jede Woche gibt es ein neues Video, einen neuen Impuls für dich. Wir freuen uns auf dich. Alles Liebe. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.